darf Sie zu einem weiteren Video hier aus dem Bagges & Möller Service und Vertrieb in Kornwestheim begrüßen. Mein Name ist Andreas Kühn und ich möchte Ihnen jetzt die BM-Line 60 erklären. Die BM-Line 60 ist ein Hornlautsprecher. Ja, das heißt, man sieht ja schon anhand der äußeren Aufmachung, dass wir hier einen Schalltrichter haben. Der hat etwa die Maße, also die Breite von etwa 60 cm und eine Höhe von 1,75 m. Das heißt also auch unsere Kunden, die seither eine BM-Line 25, 35 mit einem Line-Sub, also mit einem Subwoofer hatten, haben da von der Stellfläche her merken da keine Unterschiede. Die BM-Line 60 arbeitet nach dem Hornprinzip. Hornprinzip hat einen Vorteil, dass der Schall gebündelt wird. Das heißt, der Lautsprecher erzeugt einen sehr großen Direktschallanteil am Hörplatz. Das erzielen Sie damit, indem Sie einfach die Bündelung, das können Sie auch probieren, wenn Sie Ihre Hände nehmen und einen Schalltrichter formen, dann werden Sie merken, dass Ihr Gegenüber Sie wesentlich besser, lauter versteht. Aber Sie werden auch merken, dass sich Ihre Klangfarbe verändert. Das ist dann dieser Horneffekt, wo sich oftmals die Lautsprecher dann anhören, hier so wie Achtung, Achtung, eine Durchsage. Und das darf natürlich nicht passieren. Das ist auch bei der BM-Line 60, 80 und 100 nicht der Fall. Wir haben ja noch größere Lautsprecher aus der Hornserie im Sortiment. Dann ist es so, die Lautsprecher sind entzerrt entsprechend. Die Chassis sind entzerrt, also vor allem der Fraunhofer Zylinderwellenstrahler. Und das führt dann dazu, dass wir die Vorteile des Hornsystems nutzen. Ja, das heißt, wir blenden den Raum aus, wir erhöhen den Direktschallanteil auf die Zuhörer, ohne dass es zu diesen horntypischen Verfärbungen kommt. Den Höreindruck der BM-Line 60, das kann ich Ihnen nur verbal beschreiben. Stellen Sie sich einen Lautsprecher vor, der eine Breite hat von etwa 60 cm und eine Höhe von 1,75 m. Und mit dieser enormen Fläche wirken die beiden Lautsprecher auf den Raum ein. Das heißt, Sie haben dann eine enorme Membranfläche, die einwirkt. Sie haben einen gebündelten Schall und haben am Hörplatz kaum noch Ihren Raumanteil. Und es führt auch dazu, dass Sie, wenn Sie ganz links oder ganz rechts im Raum sind, immer noch den gegenüberliegenden Lautsprecher auch wahrnehmen können. Das erzielen Sie so mit normalen Lautsprechern, die ausschließlich auf dem Hörplatz bündeln, nicht. Die Chassisbestückung der BM-Line 60 sieht so aus, dass wir jeweils 5 Mitteltöner überhalb und unterhalb von unserem mechanischen Zylinderwellenelement angeordnet haben. Die Mitteltöner verfügen über einen enorm starken Antrieb. Mehr zu den technischen Details gibt es in einem weiteren Entwicklergespräch-Video mit Johannes Siegler. Hier haben wir die Kurzvariante, wo ich da jetzt auf die Feinheiten nicht drauf eingehe. Ja, unser mechanisches Zylinderwellenelement wurde ja in 2007 mit dem Fraunhofer Institut in Kaiserslautern entwickelt, wurde patentiert und ist jetzt hier in der BM-Line 60 in der dritten Variante eingesetzt. Dritte Variante bedeutet, wir haben bei den seitherigen oder bei der Urversion das so gehabt, dass das Zylinderwellenelement im Prinzip aus 3 Teilen entstand, aus einem schallerzeugenden Element, aus einem Adapter und dann aus einem Abstrahlelement. Ja, und das heißt, die ganze Einheit, die war dann entsprechend tief von der Bauweise her. Mit den 3D-Drucktechniken in der zweiten Variante ist es so, dass wir nur noch ein schallerzeugendes und dann ein schallabstrahlendes Element haben. Und allein durch die wesentlich kürzeren Wege, die jetzt hier möglich sind, hat der Zylinderwellenstrahler aus der BM-Line 35 und 50 ab 2015 auch einen wesentlich besseren Wirkungsgrad als das Urmodell. Was jetzt hier bei der 60 noch passiert ist, wir können den Zylinderwellenstrahler einstellen. Und zwar kann der Kunde auf der Rückseite, komme ich dann gleich noch dazu, über ein Drehrad zum einen mal den Abstrahlwinkel definieren und die Abstrahlposition. Ja, und damit können Kunden, die wie jetzt hier die BM-Line 60 aufgestellt ist mit etwa 3 Meter Basisabstand
und einem Hörabstand von 3 Metern den Lautsprecher genauso zum Spielen bringen, wie jetzt Kunden, die 5, 6, 7 Meter weg sind. Ja, wir haben ja hier in Kornwestheim die Möglichkeit, Distanzen bis zu etwa 20 Meter zu realisieren. Entspricht aber nicht jetzt dem normalen Wohnzimmer. Wir sehen, dass die meisten Abhördistanzen irgendwo zwischen 3 und 5 Metern liegen. Trotzdem ist es wichtig, dass der Lautsprecher nicht nur eingewinkelt wird, sondern hier in dem Fall auch im Mittelhochtonbereich über dieses Drehrad genau an den Hörplatz rangezoomt werden kann. Wie alle unsere Lautsprecher kann natürlich auch die BM-Line 60 über unser Pegelprogrammiergerät angepasst werden. Angepasst bedeutet, man hat die Möglichkeit, dass verschiedene Filter, also dass der Kunde, so muss ich sagen, dass der Kunde verschiedene Filter sich einstellen kann. Das heißt, man kann Frequenzen frei wählen, man kann die Güte, also die Qualität, ob ein Filter breit oder schmalbandig wirkt, einstellen und man kann anheben oder absenken und sich das ganze Thema dann abspeichern und auch wieder abrufen. Und damit können Sie den Lautsprecher an Ihre Hörwünsche und an Ihren Raum anpassen. Und das Ganze passiert übrigens online. Das sage ich deshalb auch, weil es da draußen sehr viele, sagen wir mal, Raumkorrektur, Verschlimmbesserungskästchen gibt, die erst abspeichern, neu gestartet werden müssen und man dann kaum eine Möglichkeit hat zu beurteilen, was ist vorher, nachher passiert. Das gibt es hier nicht. Das Kästchen können Sie sich auf den Schoß legen, einstellen und Sie hören dann sofort, was passiert. Ja, wie wir jetzt sehen, fährt die Leinwand und der Sender 6 um die Wette. Warum demonstriere ich das gerade? Die Frage ist ja immer, wie setze ich die Lautsprecher im Kinobetrieb ein? Ja, und das ist natürlich auch machbar. Auch machbar dann, wenn zum Beispiel jetzt die Gehäusevolumen, Membranflächen unterschiedlich sind. Ne? Das heißt, unser Sender 6 Lautsprecher ist ja nur ein Bruchteil an Membranfläche und an Gehäusevolumen dessen, was jetzt eine BM-Line 25, 35 und so weiter oder jetzt hier die 60 abbildet. Es ist aber trotzdem machbar, ja, die Lautsprecher so einzustellen, dass das nachher auch im Kinobetrieb homogen, auch natürlich mit den Rear-Lautsprechern, Effektlautsprecher, Deckenlautsprechern und so weiter funktioniert. Ja, das ist also nicht so, dass man dann sagt, oh, ich habe jetzt hier eine große Box, ich muss jetzt hier auch mir einen riesen Sender hinstellen, sondern es reicht unser BM Line 6 Sender. Es kommt vielleicht noch was anderes von Bagges und Miller, darf ich aber hier noch nicht verraten. Damit können Sie natürlich auch ein Heimkinosystem aufbauen. Soweit die Vorderseite von dem Lautsprecher. Wir gucken jetzt mal auf die Rückseite. Ich würde sagen, wir fangen an, den rumzudrehen. Auf der Rückseite sehen wir jetzt unser Sixpack 2x10 Zoll Tieftöner, wobei das in der Form gar nicht stimmt. Wir haben ja nicht nur 6 Tieftöner auf der rechten Seite des Lautsprechers, wir haben ja nochmal auf der anderen Seite des Lautsprechers die gleiche Anzahl. Das heißt also, pro Lautsprecher kommen Sie mit 12 Tieftönern in den Raum, beziehungsweise pro Paar dann natürlich mit 24 10 Zoll Tieftöner. Die Tieftöner sind sensorgeregelt. Das heißt, wir haben hinter den Staubschutzkalotten eine Sensorspule, welche der Elektronik die Membranposition und Bewegungsrichtung mitteilt. Und sobald die Membranbewegung abweicht vom Musiksignal, wird sofort gegengeregelt. Und der Vorteil ist einfach, dass Sie einen enorm druckvollen Bass erzeugen können, einen sehr tiefen Bass erzeugen können, ohne dass es zu Dröhnfrequenzen kommt, die aus dem Zusammenhang zwischen dem Lautsprechervolumen und der Membranfläche entsteht. Ganz klar natürlich, wir haben für jede einzelne Membran, für jedes einzelne Chassis in der BM-Line 60 eine separate Endstufe mit eingebaut. Und damit können wir wirklich auch enorme Schallpegel fahren und bleiben akustisch sauber. Dass wenn man jetzt den Lautsprecher dreht und wir den ja jetzt auf der Rückseite sehen, im Vergleich zur Vorderseite, dann werden Sie feststellen, dass sowohl die Mitteltöner als auch dieses Zylinderwellenelement
dass das auf einer Achse liegt. Das heißt, der Lautsprecher ist im Prinzip eine perfekte Punktschallquelle. Ich hatte es ja vorher schon erwähnt, dass wir mit dem Einstellregler hier auf der Rückseite das Zylinderwellenelement in seinem Abstrahlwinkel und in seiner Abstrahlposition an den Hörplatz anpassen können. Man sieht jetzt die Buchsenplatte, also die Anschlüsse, nicht im Detail, aber es ist so wie bei allen unseren Lautsprechern, ist es auch bei der BM-Line 60 so, dass diese über analoge und digitale Eingänge verfügt. Damit ist es machbar, wie ich es jetzt zum Beispiel hier habe, dass der Kinobetrieb analog angeschlossen ist und komplett separat dann der Stereobetrieb über unsere BMIs im Digitalmodus erfolgt. Hier endet die Kurzvorstellung der BM-Line 60. Wir sehen uns bei einem meiner weiteren Videos rund um den guten Klang. Bis dahin.